Es fällt uns immer schwerer, uns zu konzentrieren. Die Anzahl der Reize, die tagtäglich auf uns einströmen, sind vielfältig. Internet, Fernsehen, Radio, E-Mails, Smartphone, Freunde und Familie. Alle wollen unsere Aufmerksamkeit. Und wir können uns nicht richtig konzentrieren, wenn es darauf ankommt. Hallo, hier ist Andreas von PPS Fitness. Bevor wir uns einer möglichen Lösungsstrategie zuwenden, betrachten wir zunächst die beiden Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration. Dann stelle ich ein Modell vor, das 4 Formen der Aufmerksamkeit unterscheidet. Diese Aufmerksamkeitsformen sind wiederum Ausgangspunkt für eine Konzentrationsübung, die Aufmerksamkeitslenkung. Wenn wir die Vielzahl der auf uns einwirkenden Reize mehr oder weniger bewusst ausschalten, dann werden wir aufmerksam. Das können Sie zum Beispiel durch Abschalten des Radios oder Stummschalten des Handys erreichen. Das ist vergleichbar mit einer Taschenlampe, die Sie in der Dunkelheit einschalten. Sie sehen in dem Moment nur den Bereich, der vom Lichtkegel der Taschenlampe beleuchtet wird. Die Konzentration bezeichnet eine gesteigerte Form der Aufmerksamkeit, bei der Sie sich auf einen engen Ausschnitt des möglichen Wahrnehmungsumfanges konzentrieren. Auch diesen Sachverhalt können Sie sich am Beispiel der Taschenlampe verdeutlichen. Wenn Sie die Strahlen weiter bündeln, so dass ein kleinerer Ausschnitt ausgeleuchtet wird, dieser ist aber viel heller. Der amerikanische Sportpsychologe Robert Naidefer hat diese Unterscheidung von Konzentration und Aufmerksamkeit aufgegriffen und um eine weitere Perspektive ergänzt. Er unterscheidet neben der Intensität auch die Richtung der Aufmerksamkeit. Wenn wir uns einen Überblick über eine Gesamtsituation verschaffen wollen, lenken wir unseren Fokus auf einen weiten Bereich. Sind uns dagegen Details besonders wichtig, konzentrieren wir uns nur auf einen engen Ausschnitt. Betrachten wir die Richtung der Aufmerksamkeit, dann ist der Fokus der Aufmerksamkeit entweder nach außen, also auf die Umwelt, gelenkt, oder sie richtet sich nach innen, auf den eigenen Körper. Kombinieren wir die Möglichkeiten der weiten und der engen Aufmerksamkeit mit der nach innen und außen gewandten Perspektive. Dann erhalten wir 4 verschiedene Formen der Aufmerksamkeit. Wenn man sich in einer Umgebung noch nicht so gut auskennt und man sich vielleicht erst orientieren möchte, dann wählt man die Aufmerksamkeitsform außenweit. Sie erhalten auf diese Weise einen guten Überblick von der gesamten Situation. Die Aufmerksamkeitsform außeneng wählen Sie, sobald Sie bestimmte Objekte oder Personen sehr genau ins Auge fassen wollen. Sie richten Ihre Aufmerksamkeit nach innen weit, indem Sie sich ein allgemeines Bild von Ihrer momentanen Befindlichkeit machen. Bei der Aufmerksamkeitsform inneneng betrachten Sie ganz bestimmte Körperbereiche bzw. körperliche oder psychische Prozesse. Um in Leistungssituationen einen optimalen Handlungsablauf und ein gutes Handlungsergebnis zu erzielen, reicht es nicht aus, einmal eine der 4 Konzentrationsformen zu wählen und diese dann die gesamte Zeit beizubehalten. Sie müssen in der Lage sein, je nach gestellter Aufgabe, zwischen den verschiedenen Formen der Aufmerksamkeit zu wechseln. Dies können Sie trainieren, indem Sie sich eine bestimmte Situation vorstellen und im Geiste zwischen den verschiedenen Formen der Aufmerksamkeit wechseln. Setzen Sie sich bequem auf einen Stuhl und schließen Sie die Augen. Versetzen Sie sich in eine beliebige Leistungssituation, zum Beispiel in die Situation eines Redners vor einem großen Publikum. Sie nehmen zunächst den großen Raum und die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer wahr und lenken danach die Aufmerksamkeit auf Ihr subjektives Befinden, indem Sie erkunden, wie Sie sich in dem Moment fühlen. Im nächsten Schritt konzentrieren Sie sich nur auf Ihre Atmung und bündeln danach Ihre Konzentration auf den Text Ihres Manuskripts, das vor Ihnen liegt.
Wechseln Sie abschließend in beliebiger Reihenfolge die Aufmerksamkeit von innen nach außen und von eng nach weit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, klicken Sie auf den Like-Button und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie keine neue Folge verpassen. Bis zum nächsten Mal.